Guten Morgen, wie geht es dir? Mir geht es gut. Das Wetter ist heute so lala. Es ist nicht sonnig, es regnet auch nicht, aber es ist bewölkt. Heute gibt es viele Wolken am Himmel. Also ist heute der perfekte Tag für den Frühjahrsputz oder Frühlingsputz. Doch zuerst trinke ich eine Tasse Kaffee, denn ich brauche Energie für den heutigen Putztag. Und mit diesem Kaffee möchte ich mich bei dir für deine großartige Unterstützung bedanken. Dankeschön, dass du meinen Kanal so toll unterstützt mit deinen lieben Kommentaren und deiner Unterstützung auf YouTube oder bei mir Coffee. Deshalb schicke ich ein großes Dankeschön an Inga Outlander. Dankeschön für deine herzerwärmende Nachricht. Und auch ein großes Dankeschön an Kevin. Dankeschön für deine Kaffees und vielen Dank für deinen netten Kommentar. In diesem Deutschlern-Vlog wiederholen wir die Räume und Zimmer einer Wohnung, meiner Wohnung, und zusätzlich lernst du viele neue Wörter, viele neue Vokabeln rund ums Thema Putzen und besonders auch hilfreiche Verben. Und ich merke gerade, meine Brille ist schmutzig. Also putze ich meine Brillengläser. Ich putze, putzen. Ich putze, du putzt, er, sie, es putzt. Wir putzen. Vielleicht putzt du auch gerade dein Zuhause. Ihr putzt und sie putzen. Oh, schon viel besser. Ich sehe wieder klar. Also, los geht's. Ich putze meine Wohnung. Ich räume auf. Ich sortiere aus. Ich mache Frühjahrsputz oder ich mache Frühlingsputz. Ich bereite meine Wohnung für die wärmeren Monate vor. Los geht's! Ich starte im Wohnzimmer. Ich bringe das Wohnzimmer in Ordnung. Zuerst nehme ich das Buch vom Sofa. Und jetzt schüttle ich die Kissen auf und lege sie ordentlich aufs Sofa. Aufschütteln und ordentlich auflegen. Die Tagesdecke. Ich schüttle die Tagesdecke aus und falte sie. In Süddeutschland und in Österreich sagt man auch oft zusammenlegen. Also ich lege die Tagesdecke zusammen. Und ich lege sie ordentlich aufs Sofa. Das Glas, das Wasserglas. Im Glas ist noch ein Schluck Wasser. Ich trinke das Wasser aus. Trinken. Ich trinke. Hast du heute schon etwas getrunken? Was hast du heute schon getrunken? Schreib's mir doch in die Kommentare. Ich bringe das Glas in die Küche. Ich räume den Untersetzer zurück. Die Untersetzer liegen bei mir
auf dem Tisch. Und auf den Untersetzern steht dieser kleine Hase. Das Buch gebe ich ins Bücherregal. Das Regal. Ich habe das Buch jetzt ins Bücherregal gestellt. Ich sprühe das Putzmittel auf den Tisch. Ich wische den Tisch ab. Und das Wohnzimmer ist sauber. Weiter geht's in die Küche. Ich wasche das Geschirr. Das Schneidebrett. Das Schneidebrett ist aus Holz. Das Holzbrett. Ich wasche das Brett per Hand, also mit der Hand. Ich wasche das Brett nicht im Geschirrspüler, sondern mit der Hand. Das Spülmittel und der Putzschwamm. Und das Geschirrtuch. Ich trockne das Brett ab. Abtrocknen. Ich stelle das Brett zurück an seinen Platz. Und das restliche Geschirr, also das übrige Geschirr wie die Pfanne, das Glas, die Gabel und den Deckel hier in der Spüle, gebe ich in den Geschirrspüler. Ich öffne den Geschirrspüler. Ich räume das Geschirr in den Geschirrspüler. Die Tasse ist noch voll. Die Tasse räume ich deshalb noch nicht in den Geschirrspüler. Noch nicht, also nicht jetzt, sondern später. Der Geschirrspüler ist noch nicht voll. Es gibt noch viel Platz. Ich schalte den Geschirrspüler also noch nicht ein. Ich warte, bis der Geschirrspüler voll ist. Und jetzt reinige ich die Spüle und die Oberflächen. Ich mache also die Küche sauber. Wegräumen. Ich räume die Wasserflasche weg. Ich stelle alle Dinge zur Seite. Ich wische den Herd und ich wische die Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte. Ich wische um die Steckdose herum. Ich wische die Küchenoberflächen. Und jetzt wische ich alles trocken. Trockenwischen. Jetzt stelle ich wieder alles zurück. Zurückstellen. Ich stecke die Kaffeemühle ein.
Jetzt mache ich noch die Spüle sauber. Die Lampe ist staubig, der Staub. Mit einem feuchten Tuch wische ich die Lampe. Staub wischen. Und ich wische den Staub von den Bilderrahmen. Jetzt mache ich den Esstisch sauber. Zuerst räume ich den Tisch ab. Abräumen. Der Tisch ist ganz schön schmutzig. Dafür habe ich einen Handfeger und eine Schaufel. In Süddeutschland, in Österreich und in der Schweiz sagt man auch Kehrbesen und Kehrschaufel dazu. Hast du das Verb kehren schon einmal gehört? Ich liebe diese regionalen Unterschiede. Kennst du ein Wort, das es nur in einem bestimmten Bundesland gibt? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich fege nun den Esstisch. Oder wie man in Österreich sagt, ich kehre den Esstisch. Ich wische den Esstisch mit einem feuchten Tuch. Und auch die Stühle wische ich ab. Und nun stelle ich wieder alles zurück an seinen Platz. Und noch einen schnellen Schluck Kaffee. Die Tasse ist leer, also stelle ich die Tasse in den Geschirrspüler.